Dein Hallux valgus wurde operiert und dein Fuß sieht wieder normal aus. Aber schmerzfrei laufen ist immer noch schwierig? Viele Patienten nutzen nach der OP ihre großen Zeh beim Gehen immer noch nicht richtig. Mit einfacher Übung kannst du das ändern und wieder sicher und schmerzfrei auftreten. Und ich zeige dir, wie. Und wenn du jemanden kennst, der nach einer Hallux-OP noch Schmerzen hat, dann sende ihm dieses Video. Übungen können helfen. Bei einer Hallux valgus-Operation richtet der Chirurg den großen Zeh wieder gerade. Oft wird dabei der Knochen im Mittelfuß leicht durchtrennt und in die richtige Position gebracht. Zusätzlich werden manchmal Sehnen und Bänder angepasst, die den Zeh bis jetzt schief gezogen haben. Das Ziel ist, der Ballen soll wieder richtig belastet werden, der Zeh gerade stehen und du wieder normal abrollen können beim Gehen. Aber nur weil der Zeh gerade steht, heißt es nicht automatisch, dass du wieder schmerzfrei gehst. Studien zeigen, dass viele Patienten selbst Monate oder Jahre nach der OP ihrer großen Zeh beim Gehen noch nicht richtig einsetzen. Das liegt daran, dass der Fuß nach der Operation erst wieder lernen muss, sich korrekt zu bewegen. Die Muskeln rund um den großen Zeh sind oft noch schwach, die Gelenk ist steif und die Nerven haben sich an die alte Fehlstellung gewöhnt. Deshalb kommt es häufig dazu, dass die Abrollbewegung des Fußes noch nicht automatisch funktioniert, das Gewicht nicht richtig über den großen Zeh verteilt wird und du beim Gehen unsicher oder ungleich belastet bist. Genau hier kommen gezielte Übungen ins Spiel. Sie helfen, die Muskulatur zu stärken, die Beweglichkeit zurückzugewinnen und die normale Abrollbewegung des großen Zehs wiederherzustellen. Mit einfachen, aber effektiven Übungen kannst du die Funktion deines Fußes aktiv verbessern und wieder schmerzfrei auftreten. Wie das genau geht, zeige ich dir jetzt. Das Hauptproblem bei Patienten einer Hallux valgus OP ist, dass die Abrollbewegung nicht über den großen Zeh passiert. Das heißt, die Patienten platzieren die Ferse auf dem Boden und dann rollen die hauptsächlich auf der Außenkante vom Fuß und geben somit den Schritt nach vorne. Das Richtige wäre, dass es nach dem Aufsetzen vom Fuß das Gewicht gleichmäßig verteilen zwischen den kleinen Zeh und auch den großen Zeh und beim Abrollbewegen genau über den großen Zeh auch abrollen. Und das passiert, weil die Bewegung vom Großzeh-Grundgelenk sowohl in die Beugung nach unten als auch in die Streckung nach oben nicht optimal ist. Und um dies zu verbessern, solltest du das Gelenk zuerst mobilisieren. Mit der Hand von der gleichen Seite vom Fuß, was du operiert hast, hältst du den Vorfuß, diesen Hauptbereich hier, fest. Das große Grundgelenk, das ist relativ weit oben. Wenn die anderen Zehen hier beginnen, du hältst die Mitte vom Fuß eng fest und da, wo du das Gelenk findest, wie man hier bei mir sehen kann, tiefer als jetzt da, wo der Zeh tatsächlich beginnt, da hältst du mit deiner anderen Hand fest. Und mit einer Hand hältst du jetzt den Mittel vom Fuß ordentlich fest, stabil und mit der anderen Hand versuchst du den Zeh so weit wie möglich in die Beugung zu bringen. Beug das Gelenk komplett nach unten, halt es ein bisschen und dann bring den Zeh auch komplett nach oben in die Streckung rein. Und diese Bewegung wiederholst du dann so 15 bis 20 Mal in eine Richtung. Zuerst in die Beugung rein, zum Beispiel. Falls es dir zu schmerzhaft sein sollte, kannst du auch gerne den Zeh ein bisschen auseinanderziehen, das Gelenk, und es wirkt meistens auch gleich schmerzlindernd. Nachdem du das 15 bis 20 Mal in eine Richtung gemacht hast, dann versuchst du den Zeh auch in die Streckung zu binden, indem du einmal das Hand einfach mal umsetzt, den Daumen kommt jetzt von oben und du versuchst das gestreckten Zeh so weit wie möglich nach oben zu bringen. Bleibe am Bewegungsende, das heißt so weit wie dein Zeh es hergibt von der Beweglichkeit und von diesem Punkt aus versuchst du dann noch einen leichten Druck
zu geben, damit der Zeh weiter gestreckt wird. Und dann lässt du nur ein bisschen los. Nicht komplett einfach so hin und her bewegen, sondern bis zu Bewegungsende da festhalten und noch ein bisschen extra Druck drauf und wieder lösen. Extra Druck drauf und wieder lösen. Und diese Übung solltest du dann für 15 bis 20 Mal wiederholen. Die nächste Übung ist für die Stärkung des Musculus peroneus longus. Dieser Muskel ist extrem wichtig, weil er sorgt dafür, dass du über den großen Zeh abrollen kannst. Der verläuft von der Außenkante von den Unterschenkeln hinter den Knöchel und dann macht er eine Kurve zur unteren Seite von dem Fuß. Beim Abrollbewegung sorgt er dafür, dass der Fuß auch vor allem im Bereich vom großen Zeh auf dem Boden bleibt. Und das ist extrem wichtig, wenn du wieder richtig abrollen willst. Dafür brauchst du dann so ein Gummiband. Das sollst du einmal drauf treten. Nun gehst du mit dem gesunden Fuß und drückst es einmal nach unten. So hast du jetzt halt eine Umlenkung von dem Widerstand. Die Ferse bleibt jetzt auf dem Boden platziert, dein Knie ist ungefähr in 90 Grad und aus dieser Position hebst du dann die Außenkante vom Fuß hoch. Aber der große Grundgelenk oder beziehungsweise die Innenseite vom Fuß, die soll nach unten Richtung Boden bewegt werden. Und dann langsam wieder loslassen. Und nochmal von vorne, Knie 90 Grad, Ferse bleibt fest auf dem Boden, die Außenkante vom Fuß heben und gleichzeitig die Innenkante oder die Innenseite vom Fuß Richtung Boden belassen. Und dann wieder senken. Kurz oben halten, Spannung aufbauen und dann wieder senken. Besonders für den Peroneus longus ist es wichtig, dass du diese Schaufelbewegung machst. Also die Außenkante hebst und die Innenseite nach unten drückst. 15 bis 20 Wiederholungen sollten es werden. Du solltest kurz in die Spannung oben bleiben und dann wieder lösen. Und im besten Fall wiederholst du die Übung 2 bis 3 Serien lang. Für die nächste Übung legst du dann das Gummiband auf den Boden hin, die Länge nach. Mit der Ferse trittst du auf eine Ende drauf und die andere hebst du dann nach oben. Jetzt ziehst du den Fuß und die Zehe komplett nach oben, ziehst das Gummiband noch einmal nach, gibst einen initialen Widerstand und aus dieser Position, wichtig ist, dass die Ferse nicht hochhebt vom Boden und aus dieser Position versuchst du als erstes die Ballen Richtung Boden zu bringen und als nächstes auch die Zehe nach unten. Fast in so eine Krallenbewegung. Unten kurz halten und dann den gesamten Fuß wieder heben. In so eine Vorstreckung reinziehen. Zuerst die Ballen nach unten bewegen. Wenn die Ballen komplett auf dem Boden sind, dann mit den Zehen noch krallen nach unten Richtung Boden. Wichtig ist, dass die Ballen auch nicht den Boden verlassen. Dann den Fuß wieder heben. Das Ziel der Übung ist hauptsächlich die Beugung von dem großen Zeh, ohne dass diese Partie den Boden verlässt. 10 bis 15 Wiederholungen sollen das werden und davon 2 bis 3 Serien lang. Wenn dir die Übungen gefallen und du mehr lernen möchtest, wie du von zu Hause aus Übungen machen kannst, um Schmerzen im Bewegungsapparat zu lindern und deine Beweglichkeit zu verbessern, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Und weiter geht mit noch 2 Übungen. Für die nächste Übung brauchst du jetzt so ein ganz kleines Handtuch, das du ganz eng zusammenrollen solltest. Dieses Handtuch platzierst du dann auf dem Boden, auf dem vorderen Bereich vom Fuß, beziehungsweise von der Mitte aus Richtung vorne gerichtet. Deine Ferse sollte aber die ganze Zeit auf dem Boden stehen bleiben.
Nun platzierst du deine Füße auf eine Ebene, dass du gerade stehst und verteilst dein Gewicht gleichmäßig zwischen den rechten und den linken Fuß. Bei dieser Übung ist es auch wichtig, dass du deine Zehe locker lässt. Die Bewegung soll hauptsächlich in diesem mittleren Bereich und im Sprunggelenk stattfinden. Und von dieser Position aus, mit dem Fuß auf das Handtuch drauf, versuchst du dann den großen Zeh Richtung Boden zu bringen und dann den kleinen Zeh Richtung Boden zu bringen. Die Übung dient zur Verbesserung der Mobilität der Beweglichkeit von dem Mittelfuß, aber auch von dem Sprunggelenk. Roll über das Handtuch hin und her, aber versuche gleichzeitig auch nicht das Gewicht komplett wegzunehmen von dem Fuß, sondern belaste den Fuß so langsam wieder. Und das sollst du jetzt nach Zeit machen. Das heißt, diese Mobilisationsübung solltest du so ungefähr 1 Minute durchführen, langsam nach deinem Tempo. Wichtig ist auch, dass du vor allem auch die Innenseite vom Fuß auch wieder belastest. Und dann in die andere Richtung. Nochmal einmal auf der Seite. Ferse bleibt auf dem Boden platziert. In dem Fall beide Füße auf einer Ebene. Das Gewicht auch auf dem operierten Fuß belasten. Nur, dass du es besser sehen kannst, aus dieser Position den Vorfuß nach innen und nach außen über dieses kleine Handtuch rollen. Die Zehe versuchst du so weit wie möglich locker zu lassen, langsam nach deinem Tempo nach innen und dann wieder nach außen rollen. Zweimal ungefähr 1 Minute lang solltest du diese Übung dann durchführen. Und für unsere letzte Übung brauchst du dann einen weichen Ball oder du kannst auch ein Kissen nehmen. Vorausgesetzt, es gibt dir etwas einen Widerstand. Du kannst auch gerne den Ball an einer Wand platzieren, damit du vorne einen bestimmten Widerstand hast. Dann solltest du versuchen, deine Ferse auf dem Boden zu lassen und den Vorfuß, vor allem dann die Ballenbereich, auf den Ball zu platzieren. Wenn du jetzt den Ball an einer Wand hast, wird die Übung etwas schwieriger werden, weil die Wand selbst gibt dir dann auch noch mehr Widerstand. Und aus dieser Position versuchst du nun erstmal den Ballen in den Ball zu drücken und gleichzeitig noch die Zehe nach unten in so einer Beugbewegung. Dann die Spannung der Zehe lösen und die Ballen noch weiter nach unten drücken. Die Zehe wieder beugen, auch den großen Zeh solltest du versuchen beugen, so dass es in den oberen Bereich eine Beugung entstehen und der Zeh wird nach unten in diese Bewegung und nicht nur so runtergedrückt. So, Nagel nach unten krallen, Druck aufbauen, kurz halten, loslassen die Zehe und dann weiter mit den Ballen tief auf den Ball drauf. Und dann die Spannung wieder lösen. Und das Ganze 10 bis 12 Mal. Erstmal die Ballen nach unten, die Zehen werden in eine Streckung gebracht. Aus der Position die Zehe dann halt krallen nach unten, Nägel Richtung Ball, kurz halten, dann wieder lösen und erneut die Ballen nach unten zu drücken, damit du eine volle Streckung von dem großen Grundgelenk erreichst. Genauso wichtig wie die Streckung ist letztendlich auch die Beugung vom großen Grundgelenk. Und das kannst du dann halt so üben, indem du deinen Fußrücken bzw. die Zehen auf den Ball drauf platzierst und aus dieser Position drückst du dann den Fuß nach vorne, so dass den Ball deine Zehe noch mehr in die Beugung reindrücken. Kurz Spannung aufbauen und dann wieder lösen. Dann wieder die Spannung aufbauen, so als ob du den Ball nach vorne rollen willst. Wichtig ist, dass du wie du es auch bei mir jetzt halt siehst, dass der Zeh komplett in die Beugung gebracht wird. Und dann wieder lösen. Komplett in die Beugung rein,
kurz halten und dann wieder lösen. Es gibt ja unterschiedliche Methoden, um ein Hallux valgus zu operieren bzw. wieder gerade zu richten. Voraussetzung für diese Übung ist, dass die Frakturstellen, die der Chirurg in deinem Zeh gemacht hat, wieder geheilt ist. Und von Operator zu Operateur können bis zu 12 Wochen erstmal vergangen werden, bevor du mit den Übungen beginnst. Falls du dir unsicher bist, frag einfach mal deinen Therapeut oder deinen Arzt nach. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!